Okay, ich fange heute an. Moin ihr Lieben, wir haben heute die Thronrotation für euch vorbereitet, was gerade als Einsteiger eine super Übung ist. Ihr könnt zum Beispiel als Flieger da mega schön rausfinden, wo eigentlich euer Körperschwerpunkt ist. Und als Base könnt ihr eure Balance verbessern. Und zwar, indem ihr eure Tiefenmuskulatur trainiert. Und die einzige Voraussetzung, die wir dafür brauchen, ist der Straddle Throne. Als kleine Vorübung wollen wir einmal so eine Thronkalibrierung machen. Dafür setzen wir uns in den Stuhl oder Chair. Ich greife dafür Sarahs Knöchel. Ich komme ein bisschen auf Zehenspitzen. Damit ich es nicht so schwer habe, dort ranzukommen. Und versuche so weit an ihren Oberschenkel zu kommen, wie es geht. Genau, dann lehne ich mich zurück. Ich versuche mein Kreuzbein auf den Boden zu bringen, unter die Füße zu greifen und meine Arme und Beine zu strecken. Genau. Im Idealfall könnt ihr diesen Eingang ja schon, weil es eine Voraussetzung war. So, hier wollen wir eine kleine Kalibrierung machen. Und zwar, wir fangen damit an, vielleicht einmal eine Hand zu lösen. Und zwar, ich gebe Sarah ein Zeichen, dafür drücke ich einmal an ihrem Fuß oder wackel rum. Die möchten wir lösen. Geht es? Ich verlagere ein bisschen mein Gewicht und hier können wir die Hand lösen. Genau. Dann vielleicht die andere Seite und beide Seiten. Genau. Um beide Seiten zu lösen, gebe ich Sarah einen leichten Point. Was heißt Point nochmal? Ich drücke meine Zehen zum Himmel. Wenn ich das zu viel mache, gehen Sarahs Knie nach oben und Flex wäre quasi das Gegenteil, in dem Sarahs Knie nach unten kommen. Genau. Ich versuche hier einfach schön auf meinem Po sitzen zu bleiben, während Yannick sich hin und her bewegt in seinem Point und Flex und versuche hier aufrecht zu bleiben. Von hier können wir auch noch ein bisschen drehen, und zwar zur linken Seite. Versucht dabei den Kontaktpunkt zu dem Oberschenkel die ganze Zeit gleich zu behalten und nur so weit zu drehen, wie ihr es auch wieder zurückbringen könnt. Genau. Als letztes wollen wir noch einmal einen Fuß lösen, weil das müsst ihr gleich in der Thronrotation auch machen. Dafür einigen wir uns auf eine Seite. Welche wollen wir? Gib mir ein Zeichen. Wir nehmen diese hier. Okay, das heißt, ich verlagere mein Gewicht auf diesen Fuß und auf diese Hüfte, damit Yannick den Fuß lösen kann. Genau. Und wie wir sehen, haben wir jetzt den Druck quasi diagonal verteilt. Heißt, dass hier Gewicht drauf ist und auf meinem Fuß. Und ich greife wieder an Sarahs Fuß, um meinen Fuß zurückzubringen an Sarahs Oberschenkel. Perfekt. Um die Thronrotation zu starten, wollen wir in den Straddle Throne kommen. Ihr könnt da entweder aus dem Stuhl wie gerade umsetzen und reingehen oder ihr startet vom Po der Base und schiebt euch hier nach vorne und kommt so in den Straddle Throne. Jetzt starten wir. Ich löse einen Fuß und biete den Yannick an. Ich greife an Sarahs Spann und strecke meinen anderen Arm aus, um an Sarahs Knie zu kommen. Genau, da kommt er nur ran, wenn ich mein Knie Richtung meine andere Ferse bringe. Also ich drehe meine Hüfte ein, Knie kommt nach unten und ich richte meinen gesamten Körper um 90 Grad in die andere Richtung aus. Genau. Wichtig in dieser Position ist, dass ihr auf allen 3 Punkten gleich viel Gewicht habt. Wenn ihr quasi nur auf dem hinteren Fuß von Sarah das Gewicht habt, wird es super anstrengend für mich zu halten und wird wackelig. Und mit 3 Punkten können wir hier eine Ebene aufspannen und das entspannt halten. Da kann ich super doll bei helfen, indem ich viel Gewicht hier in die Seite bringe. Man neigt immer dazu, hier so zu hängen, weil das ist irgendwie sicherer. Hier ist das starke Bein und da sind die schwachen Arme. Bei Yannick vielleicht nicht so schwache Arme, aber es fühlt sich irgendwie sicherer hier an. Trotzdem bringt einfach mehr Gewicht darüber, weil es am Ende viel stabiler ist. Ja. Jetzt kommt der etwas schwierigere Teil, und zwar wollen wir quasi meinen Fuß durch den anderen Fuß ablösen. Dafür muss ich einmal meinen Fuß lösen aus dem Hook und schon so ein bisschen das Knie nach hinten bringen. Genau. Von hier möchte ich jetzt mit der Ferse voraus entweder direkt über meinen aktuellen Fuß drüber steigen und ihn so ablösen. Jetzt kann ich mich direkt in das nächste Bein einhaken und Gewicht hierauf verlagern. Wir haben immer noch Kontakt hier an dem Unterschenkel von Sarah und jetzt kann ich langsam meinen Fuß an die andere Oberschenkelseite bringen, die linke, und ihren Fuß zu meinen Schienbeinen bringen, damit sie sich hier einhaken kann. Wenn ihr noch nicht perfekt sitzt, dann könnt ihr sagen, hey, auf die Seite ein bisschen verlagern, könnt den anderen Fuß nochmal umsetzen und habt jetzt eine stabile Position. Gleiches Spiel wie eben gerade. Ich löse wieder einen Fuß. Ich möchte an Sarahs Spann. Und um dort jetzt an das Knie ranzukommen, rotiere ich Sarah so ein bisschen mit meinen Beinen rüber, komme an das Knie. Genau. Ich gebe wieder Druck hier hin, denn hier müssen wir jetzt gleich das Gewicht lösen hinten bei dem Fuß. Ich hake mich aus. Ich bringe meine Ferse voraus wieder quasi an den Oberschenkel von Sarah.
hake mich schnell wieder ein, weil einhaken ist immer sicherer. Und jetzt erzähl du. gleicher Move wie eben, nur in die andere Richtung. Diesmal möchte ich meine Hüfte öffnen. Also ich bringe mein Knie wieder zurück in die Ausgangsposition. Und das ist der Moment, in dem ich wieder an die Innenseite von Sarahs Oberschenkel kommen kann, ihr helfe, den Fuß einzuhaken, vielleicht nochmal umpositionieren möchte. Diese Seite ist noch nicht so gut gewesen. Und hier sind wir wieder im Thron. Genau. Wir zeigen euch noch einmal kurz im Detail, wie genau ihr die Füße platzieren müsst. Als kleiner Tipp noch vorweg, wenn ihr normalerweise so im Straddle Throne startet, startet diesmal ein bisschen weiter nach außen. Also die Füße der Base sitzen näher an den Kniekehlen als normal. Dann habt ihr ein bisschen mehr Platz, gleich die Füße umzusetzen. Wir starten, drehen das Bein ein. Hier möchte ich jetzt meinen Fuß ablösen, indem ich mit dem anderen Fuß Ferse voraus quasi hier warte. Ich kann meinen Fuß jetzt rausziehen. Ich hake mich in den nächsten Fuß ein. Ich kann den anderen Fuß setzen. Jetzt geht es weiter. Ich löse wieder den ersten Fuß. Und hier das gleiche Spiel. Ferse voraus möchte ich meinen Fuß lösen. Ich hake mich ein, Hüfte wieder öffnen und wir landen wieder im Straddle Throne. Wenn das jetzt in Zeitlupe geklappt hat, machen wir noch einmal einen Schnelldurchlauf. Wir nehmen jetzt einfach mal die andere Seite. Ich löse meinen Fuß. Ich gehe an den Spann, habe meine andere Hand bereit fürs Knie. Gewicht verlagern auf die Hände, aushaken. Ferse voraus, den Fuß abwechseln. Wieder neu einhaken. Fuß setzen. Wir sind im Reverse-Thron. Ich löse wieder den Fuß. Spann und Knie. Fuß aushaken. Ferse voraus. Fuß einhaken. Hüfte öffnen. Zweiten Fuß setzen. Und wir sind wieder vorne. Wir zeigen euch einmal kurz das Spotting, was wirklich super easy bei der Thronrotation ist, da ich die ganze Zeit einfach an der Hüfte vom Flieger sein kann. Erste Runde, ich gehe mit. Zweite Runde, ich muss vorsichtig sein, dass ich nicht die Base treffe, steige hier einmal drüber. Yannick kann immer noch gucken. Ich gehe einen Schritt weiter, versuche meinen weiten Stand zu behalten. Folge, folge und lande wieder hinter Yannick mit den Händen immer noch an der Hüfte meines Fliegers. Wir hoffen, dass euer Gehirn nicht so schnell abgeschaltet hat wie unser und ihr nur zwischen rechten und linken Fuß unterscheiden könnt. Euch das Video gefallen hat und wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da. Nächste Woche gibt es von uns eine Einführung zu den Grundlagen von Pops und Icarian-Würfen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Tschüss. Good spotting. Und ihr noch zwischen rechtem und linken Fuß unterscheiden könnt. Rechts, links. Das ist so viel. Ja. Thronrotation für euch vorbereitet. Das wird das beste Video mit den meisten Klicks. Wir hoffen, dass ich das... Zum Beispiel als Flieger ist es schön mit der... Ein Gefühl für seinen Körperschwerpunkt. Und als Base könnt ihr lernen, besser in eurer Balance zu werden. Und wir fangen nochmal an, weil das war Quatsch. Und Tiefenmuskulatur ist auch ein wichtiger Stichpunkt. Habe ich auch vergessen mit einzubringen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch. Voraussetzung ist Straddlebed. Nee, Thron. Straddle Throne. Stopp, nochmal.